Wir erzählen dir in diesem Video, wie wir an Bord aus Salzwasser Süßwasser machen. Wir haben dazu ein relativ spezielles Setup, nämlich den Rainman Wassermacher in der 230 Volt Version. Wir bauen den auf, nehmen den in Betrieb und wir erzählen euch unsere Erfahrungen. Bevor wir jetzt anfangen, den aufzubauen, noch mal ganz kurz zum generellen Setup. Das ist ja ein bisschen unübliches System, ein 230 Volt System an Bord einer Yacht. Wir haben das deswegen gewählt, weil wir, bevor wir losgefahren sind, gar nicht mehr so viel Zeit hatten, die Yacht auszustatten. Wir haben nach einem System gesucht, was wir ja sozusagen out of the box, portabel, schnell anschließen können und was dann im besten Fall auch noch viel Wasser produziert. Und genau das ist der Fall. Durch das 230 Volt System liefert er bis zu 120 Liter Wasser in der Stunde, was natürlich echt viel ist für so ein Gerät. Aber er braucht den Generator, weil wir den aus der Batteriebank nicht betreiben könnten. Übrigens, alle Geräte, die wir zeigen, sind selbst gekauft. Wir bauen den jetzt einmal auf und zusammen, nehmen den in Betrieb, also viel Spaß dabei. Das ist unsere Steuerbord-Dachskiste und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier das blaue Ding, das müssen wir rausholen. Das ist der Wassermacher, deswegen müssen wir hier alles ausräumen. Das ist leider so, wir haben keinen festen Platz dafür. Wir haben hier den Rainman Wassermacher. Das ist ein 230 Volt Gerät. Der Nachteil daran ist 230 Volt. Das heißt, in unserem Fall, weil die Batteriebank relativ klein ist, muss der Generator laufen. Der Vorteil ist, durch den großen Zylinder macht er halt 120 Liter in der Stunde. Und das ist deutlich mehr als ein 12 Volt Gerät üblicherweise. So, und was ist das jetzt überhaupt? Das ist eine Entsalzungsanlage, die macht aus Meerwasser Süßwasser, was man dann tatsächlich auch trinken kann. Und sowohl unsere Trinkwassertanks als unsere Brauchwassertanks sind leer. Brauchwassertanks haben wir 300 Liter und Trinkwassertank haben wir nochmal 60 Liter und die wollen wir heute auffüllen, damit wir wieder Wasser an Bord haben. Hier haben wir erstmal den Schlauch, der das Wasser ansaugt, also das Meerwasser ansaugt. Den machen wir jetzt auf. Und der kriegt hier den Ansaugkorb drauf, damit er die groben Sachen schon mal rausfiltern kann. Sardinen und so, ne? Genau, Sardinen. Feuerquallen. Sardinen, Feuerquallen, genau, Feuerquallen. So, der kommt ins Wasser. Das gucken wir gleich nochmal an, ob der tatsächlich im Wasser hängt. Das ist nämlich wichtig, sonst hat die Pumpe keine Ansaugung. 230 Volt Kabel habe ich jetzt innen mit einer Verlängerung ans Bordnetz angeschlossen, damit der Generator, der läuft und speist ins Bordnetz ein und der Multiplus teilt das praktisch auf, wie viel wird gleich in 230 Volt entnommen, also eher, und der Rest wird dann für Ladestrom verwendet und lädt die Batterien auf. Das ist der Sohle-Schlauch. Also da wird das Wasser, was nicht, das Restwasser sozusagen, was angesaugt wurde und mit Salz angereichert ist und zu viel ist, das geht über Bord. Dann haben wir hier den schwarzen Hochdruckschlauch. Der wird hier verbunden. So, ist drin. Und das Weiße hier ist Trinkwasserschlauch. Den hängen wir im Moment auch über Bord, nachdem wir ihn aufgemacht haben. Weil wir die ersten paar Minuten lassen wir ihn erstmal nur säubern, also einfach nur mit klarem Wasser durchlaufen. Jetzt müssen wir hier darauf achten, dass der komplett offen ist, der Druckmeter. Und ich gucke einmal, dass das tatsächlich im Wasser liegt, die Ansaugung.
So, der weiße Schlauch, der hier, die Wasseransaugung mit 1,5 Meter Unterwasseroberfläche. So. Dann kann man das nämlich auch schön sehen mit der Sohle, wie die rauskommt. So, ich starte jetzt den Generator und dann als zweites den Wassermacher. Jetzt können wir den hier starten. Man sieht da, Sohle geht schon raus. Und ich kann jetzt hier langsam hochdrehen. So, der Generator ist wieder angesprungen jetzt. Ich regel jetzt hier den Druck langsam hoch. Weil der Druck entscheidet darüber, wie viel Trinkwasser hinten rauskommt. So, hinten kommt jetzt auch langsam Trinkwasser. Hierher, und wir müssen jetzt den Druck hier auf den grünen Bereich regeln, auf den dunkelgrünen, dann ist es richtig. So, wir sind jetzt im dunkelgrünen Bereich. Und jetzt läuft, jetzt ist das ganze System im Betriebsmodus und läuft jetzt. Wir lassen jetzt ein paar Minuten das so laufen, dass die Anlage erstmal gespült wird. Aber fangen währenddessen schon mal an, die unwichtigen Tanks aufzufüllen, wie Brauchwasser oder den Lenztank, den wir zum Schluss brauchen, um das Wasser nochmal durchzuspülen. Wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden, glaube ich, Wasser gemacht, Generator lief und jetzt müssen wir mit Frischwasser noch mal spülen, also mit Süßwasser. Das ist Süßwasser, was ich vorhin selber gemacht habe. Und da kommt jetzt die Ansaugung, die sonst im Salzwasser ist, rein und dann mache ich wieder an. Jetzt kommt auch kein Süßwasser mehr. Das ist nur, also da kommt jetzt kaum noch was raus, aber das meiste läuft hier raus und darum geht es, dass das System gespült wird. Und bevor der leer ist, muss man ausmachen, weil der darf kein Wasser ansaugen. Keine Luft. Keine Luft, genau. Ich glaube, das reicht. Machen wir das.
ankerfest. Oder das erste Wasserflossung 12:52 Uhr. Also jetzt 2,25 Stunden für circa 60, 70, 80, 90, für ca. 300 Liter Wasser. Und das kommt auch hin, weil er soll 120 Liter die Stunde fördern, ungefähr. Zufrieden? Jetzt läuft der Generator noch zum Strom machen, oder? Ja, der läuft jetzt noch ein bisschen zum Strom machen nach. Aber machen wir auch gleich aus. Jetzt hast du gesehen, wie wir dann aufbauen, wie wir den in Betrieb nehmen. Und noch mal ganz kurz dazu, es gibt noch ein drittes Gerät. Ich fange noch mal hinten an. Der Generator spielt Landstrom und speist in unser Bordnetz ein. Und bevor der Wassermacher als Verbraucher dranhängt, gibt es natürlich die Sicherung, die Hauptverteilung, Steckdosen. Aber davor sitzt noch ein anderes Gerät und das ist bei uns der Victron Multiplus. Der kann nämlich die Batterie laden, wenn 230 Volt anliegt. Er ist Inverter, kann also aus 12 Volt Batteriestrom wieder 230 Volt machen. Und er ist Stromunterstützung. Der merkt innerhalb von Bruchteilen von Millisekunden, wenn die Spannung, die reingeht, abfällt, aber hinten mehr verbraucht wird, als geliefert wird. Also zum Beispiel der Generator fängt an zu stottern, weil er keinen Sprit mehr hat. Dann unterstützt der Multiplus nahtlos und speist das praktisch aus der Batterie mit rein, das was fehlt. Und das ist extrem wichtig, weil der Wassermacher, wenn er unter Druck steht, weil er Wasser macht, darf nicht einfach ausgeschaltet werden. Das könnte die Membran schädigen, dann muss man vorher den Druck zurückdrehen. So. Deswegen unser Setup. Jetzt bin ich gespannt, was du davon hältst. Wir sind super damit zufrieden. Wir waren die letzten 3 Monate im Sommer auf den Balearen kein einziges Mal im Hafen. Das ging natürlich nur, weil wir Strom nachspeisen konnten und weil wir einen Wassermacher hatten. Insofern war es eine absolut geniale Lösung für uns. Bin davon super überzeugt. Mich interessiert, was hältst du davon? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn du es super fandest, dann abonniere doch bitte den Kanal, mach die Glocke an, dann wirst du das nächste Mal informiert, wie es weitergeht. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf Facebook und Instagram gucken, wo wir sind, was wir tun. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich auf deine Kommentare. Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal und tschüss.